Rudern am Limit, präsentiert vom neuen Seat Arona. Do your thing. Weißt du, wieso schüttelt man den immer, bevor man das Ding aufmacht? Ja? Weil, wenn man es aufmacht und dann schüttelt man es. Nein! Kopf, Tommy! Hure mühsam. Hey, nein! Hure! Ah! So ein Arschloch. Dummes Arschloch. Aber es wird eine mega Achterbahnfahrt. Ich meine, das merkst du schon jetzt. Stell dir vor, wenn sich das noch potenziert mit Seekranken. Das ist so exzessive Seekranken, so richtig nasty. 5 Tage am Kotzen durchgehend. Oh, und am Rudern. Und am Rudern. Kein Schlaf. Und einfach rundum nur Ozean. Und du denkst, what the fuck, das habe ich wieder angetragen. Ja. Ja. Das denke ich jetzt schon manchmal. Nur geil. Der Talisker Whisky Atlantic Challenge ist ein Ruderrennen. Es geht darum, dass man in einem Ruderboot den Atlantik überquert, von La Gomera auf der Kanarischen Insel bis auf Antigua in der Karibik. Ich finde es brutal, wie du 30 Tage lang Zeit hast, um eigentlich zu realisieren, was du gerade machst. Aber nach der Ankunft habe ich noch nicht realisiert, was man eigentlich macht. Weil es ist jetzt ein mega spannender Part von meinem Leben, ist jetzt nicht mehr. Das ist jetzt Geschichte. Ja, das stimmt. Es wird dann sicher irgendwann etwas fehlen. Ich habe es immer schwierig gefunden, zu mir ausmalen, wie es wird. Nur schon, weil ich nicht gewusst habe, wie es ist, wenn man einfach richtig bitter seekrank ist. Ich habe dann gedacht, okay, wenn man seekrank ist, dann kann man nichts mehr machen. Man kann nur noch dort liegen und zittern. Und man ist wie ein toter Fisch. Am Anfang erstens tut alles weh, du bist halt müde, weil du zu wenig schlafst. Und dann kostet sich noch die Seele aus dem Leib, irgendwie 6 Mal. Aber ohne, dass er nach irgendeiner Sorge Zeit hockt, wieder zurück auf die Ruder und ruder einfach weiter. Für mich war das mega eine persönliche Inspiration im Sinne von, okay, ich habe das Gefühl, mir geht es auch schlecht. Aber dem geht es wirklich, wirklich mies. Und der macht einfach alles, was er kann, um seinen Teil zu machen für das Team. Und das ist etwas, also das ist das, was ich auch geschätzt habe. So, meine Damen und Herren, der Eli ist ja nicht mehr so seekrank. Scheiße! Friedlich Mützchen, nein!
Das ist einfach unvorstellbar scheiße, wenn man seekrank ist für so lange Zeit. Also ich habe mir gewünscht, an einem anderen Ort zu sein und das war dann einfach nicht möglich. Aber ja, dort wollte ich auch heim. Also ich bin in der Schweiz geboren und das bedeutet eigentlich schon ein mega grosses Glück. Ich will unbedingt einfach mal erfahren, wie es ist, wenn es einem nicht so gut geht, wie in unserem Alltag. Es gibt mega viele Menschen, die keine Zeit oder kein Geld oder die fehlenden Kollegen haben und das gar nicht herausfinden können. Und ich habe das alles. Ich habe das Glück und die Möglichkeit, um das herauszufinden. Ich glaube, vor dem habe ich am meisten Respekt oder Angst, dass ich mein Glück nicht finden kann im Leben. Und dass ich im Versuch scheitere, mein Glück zu finden. Ich glaube, das ist meine grösste Angst. Party is hard. Guten Tag allerseits. 4. Tag unserer Atlantiküberquerung. Wir sind eigentlich alle noch frisch fröhlich und munter. So den richtigen Hammer habe ich eigentlich noch nicht bekommen. Und vielleicht noch. Am 5. Tag der Überquerung sind wir aus dem Windschatten gekommen, von diesen 2 Inseln, wo wir gestartet sind. Aufgrund von dem ist ein Defekt auftreten am Steuerruder. Das heisst, wir müssen von Hand steuern. Und das für etwa einen Tag. Das Ersatzruder, das wir dabei hatten, ist nicht fachgemäß verarbeitet worden. Und wir haben es dann einfach nicht in die Fassung hineingebracht, die es auch reingehört hat. Und zwar sind wir schon wieder auf Paranker. Dort ist er. Und er ist das jetzt gerade machen. Mit dem Epoxy-Kit. Wie ein Master. Also eine Monsterwelle. Erinnert ein bisschen an die Titanic, oder? Das war die mühsamste Zeit des Rennens überhaupt, weil wir haben einfach gemerkt, dass alle uns davonziehen. Wir sind das einzige Team, das nicht rudern können. Das ist fast 24 Stunden gegangen, bis wir das Ruder ausgewechselt haben. Okay. Es sieht so aus, als würde unser improvisiertes Ruder funktionieren.
attacked by a pack of dogs. Luca Toni, ein roter Bart. I got some wilderness skills beneath my belt. Also die Überzeugungskraft und der Wille, dass wir gewinnen können, war immer rum, auch als wir den Defekt hatten am Ruder, obwohl wir am 7. Platz waren. They didn't have enough thread to sew the patches. She said they know how you heard about the family that burned down that house. Well, that was her. Unsere Taktik war möglichst schnell. Wir haben 2 Stunden gerudert und dann 2 Stunden Pause gemacht. Und das 24 Stunden am Tag. Wir am Faulenzen, während die anderen arbeiten. Trotzdem hat mich auch recht oft angeschissen auf dem Atlantik, weil einfach so viel fehlt im Leben, wo man führt. Ich habe so oft mit Yves darüber geredet und er hat immer gesagt, ja, jetzt musst du halt im Moment leben. Und ich habe mir das so vorgenommen, um das zu machen. Der Laurenz hat gemeint, dass viele haben nach so Tag 10, 15 einen total emotionalen Zusammenbruch. Scheiße. Ich merke so, fuck. Du bist aber doch schon eine Ewigkeit in diesem Modus. Und du bist noch nicht mal wieder Ich habe genau gewusst, okay, es gibt so viele Leute, die auf uns warten. Gutes Essen, Familie, ein Bett. Und darum ist mir es nicht wirklich gelungen, im Fall zu meinem Moment zu leben. Das ist also unser Zimmer. Mit diesen gemütlichen, rutschfesten Matten. Ist fast 5 Sterne. Mit, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ich meine, einen Meerblick direkt. Ich muss nur aufsitzen. Dann eben die Konfi-Matte da. Super teure Küsse. Und immer gutes Essen. Gratis Regentuschen. Das geht uns eigentlich fantastisch. Nein. Nicht nur. Es geht mir langsam mächtig auf die Eier. Und eigentlich will ich einfach wieder mal ein Stück Brot essen, Gott verdammt. Oder einen Kaffee, einen schönen Instant-Kaffee. Oh. Ja. Ein Atlantikruder ist definitiv nicht das einfachste Los, das man ziehen kann. Es gibt Rührei. Mit Herdöpfel, das ist richtig gut. Essen läuft noch nicht so wie geplant. Ich bin schon wieder drin mit Rationen. Ich habe Lust in letzter Zeit auf ein Cordon Bleu. Ah, herrlich! Das ist eine richtige Gourmet-Küche auf unserem Boot. Aber kalt. Wir hatten tägliche Fressrationen, wo jedes Mal 2 Freeze-Dried Food drin hat. Das heisst Pulvernahrung, die man rehydriert mit Wasser. Nein, es ist recht hässlich. Das ist echt wirklich hässlich. Scheiße. Wir sollen mehr Snacks mitnehmen, mehr frische Sachen. Weil das Essen, das wir haben, das ist einfach zum Kalorien zu uns nicht, aber lecker. Die Schnauze ist richtig voll von diesen Essen. Ich habe am meisten vermisse ich meine Familie und alle meine Kollegen. Und am meisten Mühe auf dem Boot habe ich mit dem beschissenen Essen. Aber nicht gern. Super geil. Es ist warm.
Ich genieße das Leben. Und ich weiss nicht mehr so recht, ob ich mich wirklich freuen kann auf die 30 Tage Rudern. Naja, kommt schon gut. Hallo, guten Tag. Was haben wir eigentlich für einen Tag? Ja, es ist Weihnacht und der 11. Tag unserer Überquerung. Wir sind alle froh und wohlauf. Moin zusammen. Lauren. Moin zusammen. Wir haben jetzt fast ein Drittel von der Überquerung hinter uns und wir sind recht gut dran. Wir sind zurzeit 4. Und wir müssen jetzt noch den Solo aufholen. Wie heisst der? Mark Slatz, Oarsman und Team Antigua. Und dann 33, 34 Tage und dann gönnen wir uns einen schönen Rumdrink in der Karibik. Ich freue mich drauf. Also, frohe Weihnachten. Also, die Situation ist wie folgt. Wir haben Geschenke bekommen. Ich habe mir fast Tränen, wenn ich das anschaue. Oh, Peanut! Nein! Fuck! Das heisst, der Laurenz ist leider allergisch auf Peanuts und kann keinen und dem essen. Voll scheiße. Für uns! Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, wie meine Eltern daheim gerade die Nacht auftischen und etwas richtig Feines essen miteinander und ein bisschen Wein trinken. Und ich war die ganze Zeit im Zwiespalt. Zum einen habe ich es cool gefunden und zum anderen einfach nur Scheiße und streng. Das kann man ihm nicht mehr nehmen, oder? Das ist wirklich wie ein Fundament für spätere harte Zeiten, wo man sagt, ja, wenn ich die 4 Wochen überstanden habe, überstand ich jetzt auch noch das. Also das ist für mich so ein bisschen das Bild. Schießt mir richtig an. Weil es einfach gleich noch lang geht und das mag einfach nicht. Und dort habe ich so kurz vor dem Zusammenbruch, Mann, und voll verzweifelt. Die Verzweifeligkeit von der Stufe 1 bis 100 bin ich jetzt so bei 99,8. Und bei 100 sterbe ich. Mal, macht Spass. Atlantiküberquerungen macht Spass. Haben alle gesagt. So einen verfickten Dreck mache ich nie mehr, Mann. Ich habe über den Grund nachgedacht, wieso ich das Rennen machen will und wieso ich da teilnehme mit meinen Kollegen. Der Grund dafür ist, dass ich mein absolutes Glück will finden und das Rennen mir sehr wahrscheinlich zeigt, ob das möglich ist oder nicht. Hey Bros! Man hat 2000 Newtonmeilen durchbrochen, Baby! Wirklich? Yes! Yes! Woo! Geil! Voll zu weit, aber geil! Da haben wir 2000 Meilen Grenze durchbrochen. Das heisst, wir müssen noch etwa 800 bis 1000 Meilen machen. Und sind somit etwa 10 Tage vor Finish gewesen. Jetzt weißt du den Röder, jetzt weißt du den Schlaf.
Hey, buddy. Und so sieht das aus. Simpel. Aber etwas, was ich jetzt gemerkt habe während der Überfahrt, ist, dass der Junge da der Motivator von meinem Leben ist. Ich habe immer gesagt, so, hey Junge, ich bin im Tief, ich bin eigentlich im Loch. Und dann ist immer irgendetwas zurückgekommen, wo ich nachher gefunden habe, okay gut, an dem kann ich jetzt eigentlich mit gutem Gefühl für ein paar Stunden daran zehren. Wie an einem Pouletflieger. Kann ich für 10 Minuten daran zehren und finde es voll geil. Ich habe mir immer so eine grosse Pouletflieger gegeben. Am Morgen früh. Das Wichtigste, was ich durch das Erlebnis gelernt habe, ist unsere Kameradschaft, wie gut das verhebt hat die ganze Zeit, wie gut wir funktioniert haben miteinander. Ich meine, es passt so nicht, weißt du? Ein paar Schweizer auf dem Atlantik. Das ist irgendwie noch lustig. Ja, ich weiß nicht, gibt es einen einfacheren Weg für auf Antigua? Könnte mir gerade keinen Sinn. Kennst du Family Guy? Ja. Aber ich schaue es nicht so, ehrlich gesagt. Kennst du das Lied das mit dem Bird? Was? Das Bird-Lied. Bird is the word. Bird Buch, das kenne ich, glaube ich. Ja, das ist so geil. Bird is the word. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird's a word, oh, well, a bird. Bird is a word, oh, well, a bird. Well, a bird is a word, oh, well, a bird. Bird's a word, oh, well, a bird. Wir hatten einen Vogel, Juan Antonio, der uns die ganze Reise begleitet hat. Guten Morgen ohne Sorgen. Ganz wichtig. Ich und der Yves haben einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. 17,1 Knoten. Das wären so 30 km/h. Das war mega schnell. Team Alice Slater und Yves Fanning. Die zwei Surfers. Da. Definitiv manikürträchtig, wenn daheim. Aber zuerst müssen wir jetzt mal Gopferdammi ankommen. Also ich mach's glaube schon nicht mehr gerade. Hure verfickte Scheiße, Mann. Geil. Drecksüberquerung. Nein, ist schon geil. Aber es ist so streng. Der Weltrekord ist 35 Tage, soviel ich weiss. Und wenn sie am 13. ankommen, was eigentlich erwartet wird, dann haben sie genau 30 oder 31 Tage gehabt. Also sind sehr viel schneller als die vergangenen Jahre. Wir haben gerade News bekommen und sind jetzt alle bis an die Nase aufgefüllt mit Testosteron. Und zwar, wir sind in die Favoritenrolle geschlüpft. Und es ist jetzt noch zwischen uns und den Oarsman das Rennen. Es könnte möglich sein, dass wir unter 30 Tage ankommen. Das wäre 6 Tage minus Weltrekord. Sie sagen schon, wir wollen gewinnen, aber untereinander sagen sie, wir wollen heil rüberkommen und unsere Freundschaft soll bestehen bleiben. Und dann schauen wir dann noch, dass wir möglichst gut platziert sind. Das sind die Prioritäten, die haben sie eigentlich ganz klar gesetzt, auch untereinander und uns das auch so vermittelt. Öffne und die Kamera lachen. Ich habe ja mal gesagt, meine grösste Angst ist, das Glück nicht zu finden im Leben oder das nicht zu finden, was mich am glücklichsten macht. Richtig, ja. Und nachdem ich zuerst mal getauscht habe, habe ich es gefunden.
Das grösste Glück im Leben. Die erste Dusche. Die erste Dusche nach 30 Tagen auf dem Atlantik. Jahre 27. Das ist Grenadierwetter. Endlich! Wir werden von nichts verschont bei unserer Atlantiküberquerung. Und ich liebe es. Es ist eine Liebe. Schönen Tag! Die Südroute sieht so aus, als würde sie aufgehen. Holen dann die Antigua und der Oarsman langsam, aber stetig auf. Rudern am Limit wurde Ihnen präsentiert vom neuen Seat Arona. Do your thing.